Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Backpacker Wilderness bei YouTube Extra. Wunderbar, freut mich. Ich bin auf Tour unterwegs und ihr wisst ja, auf meine Touren mache ich immer so extra Videos, so kleine, wo ich einfach ein paar Fragen von Abonnenten beantworte. Die Umfrage, wer es noch nicht weiß, läuft meistens auf meine Touren bei Instagram. Da kann man mir dann eine Frage stellen und die beantworte ich in dieser Reihe. Ja, dann, es ist wirklich saugemütlich heraus, es ist arschkalt. Ich habe mir da eine halbe Bier hergestellt, die habe ich mir ein bisschen angewärmt, weil ich mag ein wenig ein warmes Bier, wenn es so kalt ist, das passt. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal gleich mit der ersten Frage an. Und zwar hat mir die der Steffball Chris gestellt. Servus erst einmal, Steffball Chris. Ja, hi Gerhard, welche Musik gefällt dir am besten? Das ist jetzt einmal eine schöne Frage. Ja, Musik. Ich war früher bis ich ungefähr 30 war ich eingefleischter 60er, 70er Fan, absolut. Ich habe alles gehört, von Led Zeppelin bis Doors und Creedence und alles, was so in dem Bereich gut ist. Da gibt es ja wirklich sehr viel gute Musik aus dem Jahrgang. Das ist ja wirklich vom musikalischen her die beste Ära gewesen, was es je gegeben hat. Da braucht man gar nichts wegnehmen. Aber ich höre mir auch sehr gerne Metal an. Ich bin mehr so im Bereich Doom Metal angesiedelt, also sprich sehr langsamer Metal. Die Urväter von Doom Metal waren ja Black Sabbath, auch eine gute Band, und Typo Negative, so die Richtung mag ich total gern. Und ich höre mir aber auch mittlerweile alles Mögliche an, alles was mir gefällt einfach. Das können auch mal zum Beispiel Tropical House sein. Ich höre mir auch gerne viel elektronische Musik an, schon immer. Elektronische Musik gibt es ja auch sehr viel gute, und da bin ich sehr breit aufgestellt, was Musik betrifft. Also ich höre mir auch gerne mal Schlager an, nicht so die aktuellen Partyschlager, die mag ich jetzt überhaupt nicht, sondern einfach wirklich gute alte Schlager, die wo einfach wirklich gut gesungen sind und einen schönen Text haben, das gefällt mir auch ganz gut. Da gibt es einmal gar nichts. Ich höre mir auch Volksmusik an. Ich bin so weit aufgestellt, von dem her ganz weit gefächert, kann ich da sagen. Also alles, was mir gefällt, höre ich mir an. Das, was mir überhaupt nicht anhöre, ist jetzt so Hip-Hop. Das ist sehr, sehr gering. Da gibt es auch ein paar gute Sachen, aber mag ich jetzt nicht so gern. Also Hip-Hop und das ganze Charts-Zeug, was momentan läuft, das ist jetzt auch nicht so das Mai. Da sind ein paar Titel dabei, wo ich gut finde, und dann passt es auch. Ja, überwiegend, wie gesagt, momentan, was hören wir denn momentan an? Gute Frage. Momentan läuft eigentlich sehr viel Grunge-Musik wieder. Das gute alte Grunge, angefangen von Nirvana bis Soundgarden und was da alles so gibt, mag ich auch ganz gern. Also ich höre mir auch sehr gern kann man schon fast sagen, depressive Musik an. Mag ich ganz gern, habe ich auch sehr viel in meinem Leben gehört. Und ja, wenn es mich dann zu stark runterzieht, dann tue ich wieder was anderes ein. Dann kommt da einmal der Bob Marley, ist klar, den mag ich auch ganz gern, da gibt es ja auch sehr viel. Also Musik gibt es unheimlich viel, und ich hoffe, ich habe dir deine Frage einigermaßen beantworten können. Geht halt nichts über schönes warmes Guinness. Schön lauwarm, weil es ist ziemlich kalt raus. Da habe ich mal so ein wenig angewärmt, wie ich schon gesagt habe. Das tut ganz gut. Ja, nächste Frage jetzt einmal. Jetzt schauen wir mal. Das ist ganz verstaubt. Ja, nächste Frage vom Grand Cherokee. Grand Cherokee, Servus. Der hat geschrieben, wie lange dauert deine Verwandlung vom Tactical zum Classic Bushcrafter noch? Ja, wie die meisten mitgekriegt haben, momentan habe ich eine ganz kleine Wandlung drin, klar. Das mag ich auch nicht verleugnen. Und zwar bin ich jetzt schön mit Felle unterwegs momentan und haben auch hier so Felgermaschen gebaut, wie ihr es heute im Video gesehen habt. Und ja, den muss ich noch ein bisschen verbessern. Da habe ich jetzt so Ösen eingedruckt und habe das Ganze rumgewickelt mit Lederbänder. Das ist aber nicht das Optimale. Ich glaube, da ist Paracord jetzt besser, weil ich das dann auch besser verwenden kann. Wenn wirklich was wäre, habe ich immer Paracord dabei, wenn ich die auch habe. Und ja, es ist ja so, die Lederbänder reißen immer ab. Aber da komme ich noch mit drauf zurück. Jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab. Ja, momentan habe ich ein bisschen, wie gesagt, ein wenig eine Wandlung drin. Das hat mit dem zu tun, dass mir das Ganze, ja, das
Mystische ein bisschen interessiert momentan. Das interessiert mich schon immer. Also sprich so Kraftplätze wie heute, wo ich unterwegs war, wo man ja momentan da befindet. Und ja, das ganze Wikingerzeug und Kelten und Römer, die ganze Geschichte von früher, das interessiert mich, ist brennend momentan. Da lese ich sehr viel drüber nach und passe mich da ein bisschen an, beziehungsweise schaue mir von denen ein bisschen was ab. Und da haben zum Beispiel also Felgermaschen rausgekommen. Ich ziehe es in der Hoffnung an, dass ich nicht mehr so schwitze drunter. Ich bin einmal gespannt, wie sie sich schlagen. Also sie sind unheimlich warm, ist super, wirklich sehr angenehm. Und da ist jetzt ein kleiner Wandel drin, weil wenn sich eine Person mit irgendwas auseinandersetzt und liest viel drüber und schaut sich Filme an drüber, dann nimmt er das vielleicht ein bisschen auf seine Person, auf sein Leben mit und ändert da ein paar Sachen. Und das mache ich momentan. Also das gefällt mir ganz stark. Und ja, zum Tactical Bushcrafter, zum klassischen Bushcrafter, das ist immer so eine Sache. Wie definiert man jetzt den klassischen Bushcrafter? Das wird irgendwie in so Zeitschriften immer wieder so gezeigt, der klassische Bushcrafter muss so einen Bart haben, muss Olivgrazung sein, besser ein Fjellraven und gelbe Lederhandschuhe, wie ich schon mal gesagt habe. Und das ist meiner Meinung nach ein Schmarrn, weil wenn einer meint, nur so schaut der Bushcraft aus oder was nicht kapiert im Leben. Das ist egal, von mir aus hat der orange irgendwelche Klamotten an oder rosa. Es geht um die ganze Materie an sich, mit der wo man sich beschäftigt. Und ich kenne Leute, die machen sowas mit Jeanshosen und Turnschuhe, die verfolgen genau das gleiche Ziel wie wir alle. Und von dem her halte mich da an gar nichts, überhaupt nicht. Ich mache da voll mein eigenes Ding, gehe meinen eigenen Stil, schaue mir da von nichts irgendwas ab, von irgendwie anderen Bushcrafter oder so. Ich mache da komplett eigens auch. Und das merkt auch, dass ich da komplett meinen eigenen Stil habe. Und wenn da einer meint, ich bin jetzt kein Bushcrafter, deswegen, ja, dann bin ich halt keiner, ist mir dann auch relativ egal. Ja, jetzt raucht es ganz schön her. Ja, so schaut es jetzt momentan aus. Also ich habe jetzt nicht vor, komplett den Boulevard-Zeitschrift oder von einer Hochglanzzeitschrift den Bushcrafter zu machen. Das nicht, aber es ist ein bisschen ein Wandel drin. Kombiniere das alles ein bisschen, Tangklamotten mit irgendwas. Vielleicht passt es auch nicht so zusammen, ist mir aber egal, es muss funktional sein. Ja, und das ist momentan mein Weg, wo ich eingeschlagen habe und den wir weitergehen, könnt ihr verfolgen. Und genau, das kann ich jetzt dazu sagen, Grand Cherokee. Ich wünsche noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, was das Video sagt. Und da würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Ja, dann nächste Frage und zwar von einem guten Abonnenten von mir, von Martin Rohenau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht, Rohenau, aber du kannst mir ja mal eine Sprachnachricht schicken. Ich tippe mal, das kann irgendwas Rumänisch sein. Okay Martin, du hast geschrieben, ist dein Jimmy vielleicht ein Vorbote auf kommende Projekte, Prepping oder Fluchtfahrzeug? Ja, Jimny, eigentlich habe ich jetzt nichts Konkretes vor mit dem Jimny, weil bei mir war es so, ich wollte schon jahrelang ein Auto, und, also beziehungsweise so ein Jeep, und da war eigentlich immer der Pathfinder und der Jimny die engere Auswahl bei mir. Da haben wir das jetzt nicht gekauft, dass ich da irgendwas aufziehe auf meinen Kanal, sondern ich habe es wirklich lang gewartet, dass der Fiat Grande Punto, mit dem wir unterwegs waren, von meiner Frau, bis der auseinandergefallen ist, und das habe ich ein neues gebraucht. Und ich bin schon viel im Waldgebiet unterwegs und so, und da ist einfach das Allradfahrzeug für mich schon wirklich vom Vorteil. Ich bin auch mit Kumpel unterwegs auf der Jagd und überall ein bisschen im Wald, und da ist so ein Auto nicht schlecht. Ja, mein Umbau, ich habe jetzt schon einiges umgebaut, das habe ich gar nicht gefilmt, weil dann heißt es ja gleich wieder, ja, du machst das alle anderen YouTuber nach, weil momentan ist ja einfach der Trend da, dass sich jeder so ein Kanalauto kauft und das umbaut und Abenteuer damit macht, was auch wirklich cool ist, finde ich total geil. Und ja, ich habe mein Auto jetzt auch ein bisschen umgebaut, es war weitgehend schon gut umgebaut und habe dann auch einige Sachen jetzt drauf gebaut, es kommt dann auch ein bisschen was. Und ja, es hat schon einen bestimmten Hintergrund, klar, als Fluchtfahrzeug. Klar, falls einmal irgendwas ist, bin ich mit dem Auto wirklich gut bedient, weil da komme ich wirklich überall hin und kann auch wirklich querfeldein fahren, weil der sehr klar ist.
Okay, spritmäßig wirst du nicht lang fahren, weil der hat 40 Liter Tank und sauft ganz schön. Also ich glaube, dass der so zwischen 9 und 10 Liter braucht. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Aber das hat schon ein bisschen einen Hintergedanken. Okay, aber wo man hinflüchten, bei was für ein Szenario. Das kommt immer drauf an, das ist eine ganz andere Sache. Aber dass ich mit diesem Fahrzeug einmal so Träume, wo ich habe, verwirklicht, dass ich sage, ich fahre nach Rumänien runter, Karpaten, Südkarpaten, was ich schon immer möchte, Transsilvanien runter, nach Bulgarien. Das wird eventuell schon kommen mit dem Auto und ich würde es auch mal öfters so einmal mit einbauen, weil die Nachfrage schon da ist. Und ein bisschen was zeigen, was ich umgebaut habe und was ich auch damit vorhabe. Aber ich will es jetzt nicht umbauen und im Auto drin dann nur noch mit dem Auto unterwegs sein. Das nicht, weil ich das Auto ja auch privat nutze. Sprich, ich fahre meine Kinder rum, ich habe 2 Kindersitze drin, die wo keinen Platz haben, die Kinder hinten. Meine Tochter hat schon gesagt, sie hasst dieses Auto. Aber von dem her kann ich ihn auch nicht voll umbauen und habe ich auch nicht vor momentan. Aber ich werde mir sicher ein paar Worte mal sagen zum Fahrzeug. Man wird es öfter mal sehen, wenn ich mit dem Kajak unterwegs bin. Ich baue es öfter mal mit ein, weil es schon interessant ist für den einen oder anderen. Aber konkret, Martin, habe ich jetzt da überhaupt nichts vor. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt, weiß ich jetzt selber auch überhaupt nicht genau, haben wir noch keine Gedanken gemacht. Schauen wir mal. Okay. Ja, dann geht's weiter. Und zwar auch wieder von einem treuen Abonnenten von mir. Und zwar Gottesabi. Kannst du mir mal erklären, was Gottesabi bedeutet? Das würde mich ganz stark interessieren, was das für einen Hintergrund hat, der Name. Ja, Gottesabi hat geschrieben, wächst da etwa ein Bad? Und ein Smiley. Ja, Bad ist bei mir so, im Winter habe ich ihn immer ein bisschen länger, weil es ein unheimlich guter Kälteschutz ist. Und momentan muss ich echt sagen, ich komme auch nicht dazu, dass ich mich rasiere und mir ist auch relativ egal momentan. Also ich schaue kurz in den Spiegel in der Früh, wasche mich aus, denke mir, scheiße, was ist da los? Und gehe wieder. Also ich sollte mich mal wieder rasieren, vielleicht jetzt vor Amerika würde ich mich wieder mal rasieren. Wieder einfach einmal so 3 Tage Bad oder so, 7 Tage. Ich weiß auch noch nicht, keine Ahnung, aber er wächst momentan und ist mir persönlich gar nicht aufgefallen so stark, dass ich jetzt da irgendwie zu langen Bart schon hätte oder so. Oder auch keinen Hintergrund überhaupt nicht. Also ich komme momentan einfach nicht dazu. Auch meine Haare sind wirklich schon für meine Verhältnisse lang, obwohl ich früher extrem lange Haare gehabt habe. Ich habe wirklich ganz lange Haare gehabt. Und dann haben sie mir ja irgendwann einmal ausgefallen. Und ja, dann habe ich es ganz kurz gehabt. Ich weiß gar nicht, ich glaube fast 10 Jahre mein Leben 3 mm gehabt. Und momentan lasse ich es wieder ein wenig wachsen. Schaut so auch wie Kraut und Ruhm aus, weil ich schon Platten habe. Aber mir ist relativ egal. Ich muss ja auch keinen gefallen. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich habe eigentlich eh alles, was ich mag. Und von dem her ist mir das egal, was andere Leute von mir denken, wie ich rumlaufe. Interessiert mich überhaupt nicht. Von dem her, ja, ich will mich schon wieder mal rasieren und auch wieder mal Haar schneiden. Sommer dann wahrscheinlich. Wie ich dazukomme, ich muss einmal schauen. Und ja, da kann ich uns da nichts sagen dazu. Ja, jetzt mache ich gleich mal 2 Fragen, weil die kann ich ganz schnell beantworten. Und zwar einmal vom Abonnenten Bast. Die habe ich schon mal eine Frage beantwortet. Aber freut mich, dass du wieder eine stellst. Der hat geschrieben, wie zufrieden bist du mit dem Shelter von One Tigris? Ist es wirklich dicht? Kann er da überhaupt nicht beantworten. Ich habe jetzt ein paar Mal drin geschlafen, ich habe es ein paar Mal dabei gehabt im Regen. Habe jetzt noch gar nicht geschlafen drin. Von dem her weiß ich es auch nicht, keine Ahnung. Ich habe nur mal gehört von anderen, dass es nicht dicht ist, weil die Wassersäule nicht so hoch ist. Einen bestimmten Regenprozentsatz hält es mit Sicherheit fern, aber Starkregen definitiv glaube ich nicht. Und ja, es ist ein cooles Teil. Ich will es auch öfter dabei haben, aber wahrscheinlich mehr in den Sommermonaten, weil es einfach wirklich cool ist und sehr gut durchlüftet. Hinten ist alles offen, ist wirklich cool. Mit den Dachformen und so, wenn man das gut abspannt, dann ist es auch im Wind nicht schlecht, habe ich ja schon festgestellt. Ist cool. Im Winter habe ich es jetzt nicht dabei, da schlafe ich lieber so draußen. Ich mag auch das Zeltschlafen nicht so gern. Aber ich bin jetzt soweit zufrieden damit und mal schauen, wie es sich weiterhin schlägt. Ich meine, absolute Qualitätswahnsinn wird es jetzt nicht sein für das Geld. Aber da mag ich es nicht schlecht sein, weil bis jetzt ist noch nichts kaputt gegangen.
schauen wir mal, wie es berichten passt. Also, vierte. Dann habe ich jetzt noch mehr eine Frage von tobi.cp. Fährst Ski. Ob ich Ski fahre. Ja, Skifahren. Mein Papa war Skilehrer. Ich bin unheimlich viel Ski gefahren, unheimlich viel Snowboard gefahren. Und ja, wir haben auch da in der Region, das ist ja die Region, wo ich herkomme, haben wir ja sehr, sehr viele Skilifte und natürlich Berge, von dem her bin ich sehr, sehr viel gefahren, mein halbes Leben. Aber komischerweise habe ich von heute auf morgen aufgehört und bin nie wieder auf Ski gestiegen oder Snowboard und mir interessiert es auch überhaupt nicht mehr. Das ist, warum das ist, weiß ich nicht. Mir interessiert es nicht mehr, ich schaue mir gerne meinen Abfahrtslauf an. Ist interessant, aber sonst fahre ich nicht mehr. Okay, Tobi. Dann mache ich noch eine und dann stelle ich die Kamera wieder ein bisschen um. Und zwar vom Busto-Kalex 78. Ist da 78er Baujahr, bin ich auch. Cool. Der hat geschrieben, hast du gedient? Busto-Kalex kann ich da sagen, ich habe gedient, ja, aber ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe 13 Monate Zivildienst gemacht. Ich wollte damals sehr gerne zur Bundeswehr, aber irgendwie dann hat es mich doch nicht gefreut und habe lange Haare gehabt und andere Interessen in der Zeit. Und habe dann Zivildienst gemacht, das wo ich jetzt nicht unbedingt bereue, aber das nächste Mal gegangen die zum Bund. Da habe ich wahrscheinlich weitaus mehr Möglichkeiten, dass er mich entfalten kann. Und beim Zivildienst, die sozialen Berufe liegen mir nicht unbedingt so. Ich war im Pflegedienst und ich war im Hol- und Bringdienst und ja und so weiter und so fort. Und von dem her, ja, es hat mir einigermaßen Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht unbedingt das Mal. Ich glaube, Bundeswehr wäre besser gewesen für mich. Aber ich habe es halt gemacht und dazu stehe ich. Ich habe nicht gedient und habe auch nicht vor, zur Bundeswehr zu gehen, obwohl mir manche von der Bundeswehr sehr gern dabei haben daten. Die haben höher degradiert und ja, oder höher gradiert, nicht degradiert. Und die daten mich sehr gern in der Truppe dabei haben, aber habe ich nicht vor. Ja, hier kommt eine interessante Frage und zwar vom Josh, ganz einfach Josh. Servus Josh übrigens. Wie viel Zeit investierst du für Social Media, YouTube, Videoschnitt die Woche? Ja, sauber 2 kann ich sagen. Sauber 2. Es ist, ja, Stunden habe ich noch nicht Zeit. Ich glaube, da darf man Tag übergehen, weil ich bin einmal wöchentlich unterwegs und meistens über Nacht. Das sind schon mal fast 2 Tage, wo mir unheimlich Spaß macht. Das möchte ich auch weiterhin machen, das mache ich schon immer. Und dann geht es weiter heim, wird das Ganze eingespielt, das dauert schon Zeit, wird umkodiert auf den iMac, wird dann ins Final Cut Pro eingespielt und dann sitze. Also sprich, ich sehe das Ganze und schneide dann los. Der Schnitt an sich dauert nicht so viel, weil ich mache das nicht so professionell, ich mache das alles ein bisschen so Larifari. Ja, ich schneide es und ich denke, der Schnitt dauert so, ich kann es nicht sagen, 3-4 Stunden vielleicht. Je nachdem, 3, 4, 5 Stunden. Dann geht es weiter, dass du das Ganze nachbearbeitest, klar. Dass du den Ton nachbearbeitest, dass du das mit Musik hinterlegst. Dann wird es raufgeladen, wird die ganzen Texte geschrieben, die ganzen Affiliate-Links einkopiert. Und. Das ist unheimlich viel. Also ich werde es mal in nächster Zeit einmal wirklich einmal mitmessen, weil das darf mich auch interessieren. Also das ist mit Sicherheit mehr Stunden investiere ich da, was manche in der Woche ein Normalbürger arbeitet, also 40 Stunden. Von dem übrigens kann ich immer träumen. Damals waren bei mir 250 Stunden und mehr monatlich immer die Rede und ganz normal. Ja, wie gesagt, Josh, ich verbringe sehr viel Zeit damit. Es ist der ganze Rattenschwanz, der dran hängt. Man muss sich da irgendwo anmelden, dass man Musik kriegt, GEMA-frei, weil ich nehme jetzt nicht mehr die von YouTube her, weil mir die schon auf den Sack geht mittlerweile. Und es ist unheimlich viel. Dann gehst du in Facebook, dann gehst du in Instagram. Ich beantworte jeden Tag 1-2 Stunden irgendwelche Fragen. Manche beantworte ich mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, weil es einfach brutal ist. Das ist Wahnsinn. Also das ist schon ein Fulltime-Job.
Und wie gesagt, ich will mal wirklich einmal das Ganze mitmessen, und wenn ich das einmal mache, würde ich euch das gerne präsentieren und einmal darlegen, wie viele Stunden man als YouTuber und Social Media Blogger, Influencer, wie man es wieder nennen mag, keine Ahnung, wie viel das man da wirklich verbringt. Das ist brutal, also das ist echt enorm. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen beantworten können. Genaue Daten kann ich da leider, oder Zahlen kann ich nicht darlegen, weil ich es nicht messen habe. Aber gefühlt ist extrem viel Zeit, und das kann man nur machen, wenn man wirklich ehrgeizig ist und wenn man das auch mag. Weil wenn das dann zum Stress ausartet und man geht am PC und sagt, scheiße, jetzt muss ich schon wieder irgendwie da so einen Schmarrn beantworten und irgendwas schneiden, dann kann man es bleiben lassen. Man muss wirklich mengen, man muss dahinter stehen, oder man kann es wirklich gleich bleiben lassen. Und was auch wichtig ist, gerade für die, die einen Kanal aufziehen wollen oder so, ist sehr wichtig, da muss man wirklich dranbleiben. Also man muss 1-2 Jahre arbeitet man jeden Tag 4, 5, 6 Stunden intensiv. Das habe ich auch gemacht. Das können der anderen YouTuber also bezeugen. Man muss einfach jeden Tag, man sitzt dann von 8 bis um 12 Uhr auf 8 jeden Tag dort und teilt irgendwelche Beiträge in irgendwelche Foren, dass du 5 Abonnenten mehr kriegst und. Also die wenigsten schaffen es eigentlich, dass man ja, über Nacht dann Hunderttausende von Abonnenten kriegt. Also das ist ja sehr, sehr selten. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Ja, sprich die Frage nach mir irgendwann an, in einem halben Jahr, und dann glaube ich, kann ich genaue Zahlen vorlegen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt mache ich noch eine und dann passt es wieder für heute. Und zwar vom Boris Schirk. Boris, habe dir. Würdest du dir zutrauen, alleine den Appalachian Trail zu laufen? Hätte ich schon mal vorgehabt. Ganz, ganz ernsthaft. Und ich bin ja schon ein Teil vom Appalachian Trail gegangen. Ganz kurz nur, ein paar Meter. Und das mir auf jeden Fall zutrauen, ohne Probleme. Also überhaupt nicht, denn das ich mit Sicherheit komplett durchlaufen, wenn ich es körperlich schaffe. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Da kann ich sonst auch gar nichts sagen dazu. Definitiv auf jeden Fall. Boris, coole Frage. Appalachian Trail ist cool. Ich bin schon, wie gesagt, einen Teil gegangen. Sehr, sehr cool. Und ja, Steve Krauter hat noch geschrieben, schon mal Drogen genommen. Steve, Backpacker Walden, das nimmt doch keine Drogen nicht, der trinkt doch nur Bier. Also, macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. YouTube Extra kommt demnächst auch wieder. Und freut mich, dass so viele Fragen gestellt habt. Wirklich, wirklich toll. Total geil. Ich will mir jetzt dann auch gut gelassen. Wir noch einen schönen Abend haben. Wunderbar da, Sternenhimmel oben. Traumhaft. Ganz weit weg, ganz weit tief im Wald drin. Wirklich super. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Nacht habt noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder weiter. Weil ich baue ja das YouTube Extra immer mit ein. Und jetzt geht es dann mit der normalen Tour wieder weiter. Vielleicht mache ich jetzt noch ein paar Sequenzen für die normale Tour. Wenn nicht, sehen wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang. Ich hoffe, es ist ein Sonnenaufgang, und habe mich gefreut, eine Fragen zu beantworten. Macht es gut. Für euch.